Bis jetzt kenne ich keine konkrete Initiative, wo ich sagen würde, genau das ist in Lampertheim und das ist die Möglichkeit, an Jugendlichen teilzunehmen. Natürlich gibt unterschiedliche Aktivitäten und Projekte, aber spezifische Projekt oder Initiative in diese Richtung kenne ich nicht. Also innerhalb des politischen Systems der Stadt Lampertheim gibt es natürlich sowas wie ein Jugendparlament, die also Teil unserer Kommunalpolitik sind. Und dort werden schon die Themen, die die Jugend betreffen, auch bearbeitet. Und das ist eine Möglichkeit für die Jugend, in unser politisches System hineinzuwachsen. Ich glaube, kann man auch die so viele Ausbildung machen. Und die Berufstätigkeit. Und weil habe ich gesehen, so viele junge Leute, die arbeiten über Leihfirma. Und es wäre besser, wenn sie zum Beispiel etwas lernen. Und das wäre es besser werden. Also die Bildung ist, genau. Ja, genau. Das meine ich. Also Lampertheim hat ja den Jugendbeirat und da, also das habe ich jetzt auch gerade da vorne gesehen und da haben auch viele, also Kinder haben sozusagen, das ist denen ihr Motto, Kinder haben Rechte und deshalb da dürfen dann Jugendliche kommen da zusammen und bestimmen dann auch über manche Dinge in Lampertheim oder dürfen mitbestimmen. Das finde ich gut, sehr gut, ja. Da habe ich eine ganz konkrete Sache und zwar eine kleine Anekdote jetzt aus meinem Wahlkampf. Ich wollte an die Schulen, ich finde es total wichtig, dass junge Menschen, die ja in einem Bildungssystem sind und dann über Politik sprechen, dass die auch die Möglichkeit haben, mit den unterschiedlichen Kandidierenden im Gespräch zu sein. Und wir hatten, ich muss egal welche Schule, aber hatten jetzt schon auch die konkrete Idee jetzt für die Landtagswahl, eben alle Kandidaten oder Kandidierenden des politischen Spektrums einzuladen, um dann über Demokratie zu sprechen. Und da hieß es erst ja und dann musste die Schule leider nochmal zurückrudern, weil es einen Erlass gibt, dass 6 Wochen vor einer Wahl das nicht möglich ist. Und das ist auch ein Erlass, der von der Regierung sozusagen beschlossen wurde. Und das ist halt, was nicht geht, weil ich meine, wie sollen Jugendliche sonst mit Politik in Berührung kommen, wenn nicht vor einer Wahl? Und diese Begeisterung, die sie vielleicht entwickeln könnten, wählen zu gehen oder sich später auch dafür einzusetzen, dass wir Demokratie fördern, ist so nicht möglich, wenn wir nicht ins Gespräch kommen. Deshalb ganz großer Appell, eine der ersten Sachen, die ich machen würde als Abgeordnete, mich dafür einsetzen, dass wir diesen Erlass verbieten, weil es ist wichtig, dass alle Kandidierenden zum Beispiel die Möglichkeit haben, auch an Schulen ins Gespräch zu kommen mit Jugendlichen. Leider auch wieder zu wenige. Genau, ich würde mir da auch wünschen, dass außerhalb der Jugendorganisation der Parteien sich da vielleicht Interessengemeinschaften zusammenschließen und nicht nur vielleicht sich also demonstrieren, sondern auch Inhalte hervorbringen, die die Politik dann eben auch umsetzen kann. Genau, dass wir daran arbeiten. Also wir haben da mal zum Beispiel ein Beispiel aus Bensheim, eine Jugendumfrage aufgesetzt und da kam eben raus, wie divers eben die Meinungen von Bensheimer Bürgern ist, von jungen Menschen bis 23 Jahren. Und daraus hat sich dann eben auch ergeben, dass man nicht die junge Stimme hat, sondern mehrere. Und die eben berücksichtigen muss und die sich auch dementsprechend widersprechen vielleicht auch. Und dem allen zu gerecht zu werden, da muss man dann selber vielleicht auch mal die Stimme ergreifen und für seine Interessen auch mal einstehen und da Verantwortung für übernehmen. Zum einen finde ich, dass hier in Lampertheim ja die Demokratieförderung sehr groß gemacht wird und auch die Jugendmigrationshilfe, Migrationsdienste, sodass also Menschen verschiedener Herkünfte, Kulturen die Möglichkeit haben, sich aktiv mit einzubringen und Informationen über das bekommen, was eben Politik bedeutet oder Demokratie bedeutet. Das ist es von der regionalen Diakonie aus, sind das die Initiativen. Oder jetzt war gerade eine Ausstellung in einer Schule, in der Alfred-Delp-Schule, über interkulturelles Zusammenwachsen. Die Respect-Coaches, die leider jetzt nicht mehr weiter gefördert werden vom Bund. Aber das sind alles Initiativen, wo die Jugendlichen auf Demokratie und ihr Engagement für die Demokratie eingebunden werden.